Hallo Freunde, Unfälle auf sie passieren ständig, aber nur wenige Menschen schaffen es, Augenzeuge zu werden. Solche Ereignisse im heutigen Video werde ich Ihnen mit den schrecklichsten Fällen von Schiffbrüchen auf der Welt vorstellen, also lasst uns gehen. Frachtschiffsegment 28.02.2019. Der Kapitän dirigierte im betrunkenen Zustand ein russisches Frachtschiffsegment in die Brücke nach Wanda-Ego, Südkoreas Busan. Das Schiff prallte gegen die Brücke und stoppte den gesamten Verkehr. Die Reparatur der Brücke erforderte Milliarden japanischer Patrouillenboote. 15.08.2012 in Hongkong drang ein Fischerboot mit 14 chinesischen Aktivisten an Bord in umstrittene Gewässer ein. 2 Patrouillenboote begannen, sie zu verfolgen. Den Booten der japanischen Küstenwache gelang es schließlich, das Schiff 2019 an der Fortsetzung seiner Reise zu hindern und es mit Opera-Missionen festzuhalten. Das riesige Kreuzfahrtschiff stößt Opera aus. Mit 13 Decks verlor sie die Kontrolle über ihre Motoren und verursachte eine Kollision mit einem kleineren Schiff. Flussgriffin. Der Unfall ereignete sich in Venedig, Italien. Das Schiff krachte in den Hafendock und zerschmetterte mit großem Lärm das kleine Schiff, als wäre es aus Papier oder Vitaspirit Kunststoff. Im Jahr 2018 gelang es der Besatzung eines Schiffes, mit einer Videokamera einen 225 m langen Tanker zu filmen, der sich einer Küstenvilla aus dem 18. Jahrhundert näherte. Sein Wert wurde auf $1 Million geschätzt. Es wird gesagt, dass der Vitageist sogar einen Anker warf, um anzuhalten, aber das reichte nicht aus. Der Tanker krachte in dieses historische Denkmal, riss einen Teil des Daches ab und beschädigte die Verkleidung des Hauses. In diesem Monat, ASG 25 im Jahr 2017, kollidierte das Schiff mit einem Boot der US-Küstenwache. Infolge dieser Kollision drehte sich das Boot der Küstenwache SG 25 auf den Kopf, während das Schiff nach Lunei nicht einmal anhielt und einfach weiter segelte. Sternbanner 24.02.2020. Der riesige Tanker Sternbanner lief auf Grund und schlug stark nach Steuerbord, die Besatzung wurde evakuiert. Und das Schiff wurde aus den Untiefen befreit, damit Rettungsteams die Ladung bergen konnten, die aus 3.500 Tonnen Heizöl und 275.000 Tonnen Eisenerz bestand. Es wurde klar, dass das Schiff nicht mehr zu reparieren war und versenkt werden musste. US Virginia und Straße 7.10.2019. Das Containerschiff SCL Virginia hatte eine tödliche Kollision mit der Fähre Ulysses, die ein riesiges Loch in der Seite des Tankers verursachte. Dickflüssiges Rohöl ergoss sich durch den Riss und breitete sich entlang der Strände in der Nähe von Korsika aus. Zerstören. Dies geschah, weil der diensthabende Vorgesetzte während des Unfalls telefonierte. Er bemerkte nicht, dass die SCL Virginia an einem ungewöhnlichen Ort vor Anker gegangen war. Der Tanker tauchte auf dem Radar auf. Die Konzeption der Ausrüstung der Fähre erfolgte mehr als eine Stunde vor dem Absturz, und auch an Bord der SCL Virginia wurde ein Signal angezündet. Yogas riesige 39 Millionen Dollar Yacht hatte ebenfalls einen schweren Seeunfall. Dieses elegante Schiff wurde zerstört, weil einer der Motoren überhitzt war und Wasser in das Schiff eindrang, nachdem die Achterdecktür geöffnet wurde. Als sogar 2 Motoren ihren Dienst einstellten, lag er nach 5 Stunden auf dem Grund, erlitt nicht einmal eines der Besatzungsmitglieder irgendwelche Verletzungen, außer dass sie alle etwas von Karnevalsrum und Legenden durchnässt waren. Im Jahr Dezember 2019 waren sie Passagiere von 2 Kreuzfahrtschiffen. Beim Andor-Kollision zweier Schiffe im mexikanischen Hafen von Cozumel versuchte das Schiff Carnival Glory anzudocken, als sich die Carnival Legend in ihr Heck grub. Niemand weiß, was die wahre Ursache des Vorfalls war. Der offiziellen Ermittlungsversion zufolge wurde der Unfall durch schlechtes Wetter und starken Wind verursacht. Das Touristenboot Exzellent kollidierte mit einem großen Schlepper. Die Arbeiter retteten sich, indem sie rannten, als einer der riesigen Kräne zu Boden fiel. Die Malve landete direkt auf der Ladung und verursachte einen Brand, der durch außergewöhnlich schlechtes Wetter und raue See verursacht wurde. Auf dem vom Kameraüberwachungssystem aufgenommenen Filmmaterial taucht plötzlich eine riesige Seite des Schiffes auf, prallt dagegen und zerquetscht es wie eine Coca-Cola-Dose. Falls es zu dieser Kollision kam, weil der Frachter versuchte, zu nahe an dem gemischten Girolamo-Schiff vorbeizufahren, verfing sich das Heck des Frachters in den Rettungsbooten des vorbeifahrenden Schiffes. Niemand wurde verletzt, aber der Schaden war riesig und die Verantwortlichen hatten sicherlich einiges zu erklären. Hansa-Verfassung: Manchmal kommt es an Bord zu einem Unfall, noch bevor das Schiff in sie sticht.
Im April 2014 wich das 185 m lange Containerschiff Hansa Constitution vom Kurs ab und steuerte auf das Fußballfeld der Universität von Hongkong zu. Von den Ankerketten begannen buchstäblich Wolken aus rostigem Staub aufzusteigen, als das gigantische Schiff anfing. Sie blieb direkt am Spielplatz stehen. Als Ursache für den Unfall wurden im Juli 2013 Stromausfall und starker Wind angegeben. Auf dem Frachtschiff Malcolm Ford wurden 4.382 Großcontainer und 7.041 Kleincontainer verladen. Das Schiff, das von Singapur nach Saudi-Arabien fuhr, konnte ein solches Gewicht nicht tragen und der Rumpf begann in 2 Hälften zu brechen. Einapus-Frachtschiffe können in Schwierigkeiten geraten, selbst wenn sie auf der Wasseroberfläche nicht zu unterscheiden sind. Das Schiff Juan Apus befand sich in einem heftigen Sturm in den Wellen des Pazifischen Ozeans. Der gesamte Stapel von 14.000 Meter Containern stürzte ein, davon verschwanden 1816 mit Feuerwerksbatterien gefüllte Container und 2 mit flüssigem Ethanol gefüllte Container unter der Meeresoberfläche, der verursachte Schaden überstieg $200 Millionen. Zum Glück keines der Besatzungsmitglieder. Und das Schiff erlitt Schäden und kehrte sicher in den Hafen von Guam zurück. Oktober 2011 lief in Neuseeland ein mit Containern und Rohöl beladenes Frachtschiff in das Astrolabe Riff. Es verursachte die schlimmste Meeresumweltkatastrophe in der Geschichte Neuseelands. Das Schiff begann stark zu schlagen und als er in den Wellen über 88 Container spähte, von denen einige gefährliche Chemikalien enthielten, stürzte es ins Meer. Kapitän und 2 stellvertretende Kapitäne. Sie saßen 7 Monate im Gefängnis, weil sie ein Schiff gebaut hatten, das Menschenleben gefährdete und Sachschäden verursachte. Florence Spirit und Alanis, was haben die Kapitäne dieser beiden Schiffe ihrer Meinung nach gemacht? Es scheint, als hätten sie irgendein Spiel gespielt. Ist das wirklich so? Haben beide verloren? Das Video zeigt den 12.700 Tonnen schweren Schwerlasttransporter Alanis Personality und den 14.000 Tonnen schweren Massengutfrachter Florence Spirit frontal unterwegs. Beide Schiffe kollidieren. Bei all dem Gekreische ist es ein Wunder, dass 0 der Schiffe keine Tonsignale gaben. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und beide Boote stoppten nach der Kollision. Salam 98 Freunde und dieser schreckliche Bootsunfall ereigneten sich am 3.2.2006. Ein Schiff mit mehr als 1300 Passagieren sank in den Wellen des Roten Meeres. Der Unfall forderte 1101 Todesopfer, das Schiff fuhr die meiste Zeit vom Hafen Dubai in Saudi-Arabien zum ägyptischen Hafen Safaga. Bei den Passagieren handelte es sich um Ägypter, die in Saudi-Arabien arbeiteten und von einer Reise zur Arbeit und zum Verdienen ihres Lebensunterhalts nach Hause zurückkehrten. Der Unfall bestand darin, dass der Kapitän der Fähre überfahren wurde, da sich die Fähre zu dem Zeitpunkt, als das Feuer auf dem Oberdeck ausbrach, nicht weit vom Ufer entfernt befand. Doch der Kapitän beschloss dennoch, zum ägyptischen Hafen zu fahren. Wenn wir die Unfälle für einen Moment vergessen, können wir die Kraft und Stärke der Schiffe bewundern und in stiller Ehrfurcht darüber verharren, wie viel Fracht diese Schiffe um die halbe Welt transportieren können. Und das war's für heute. Mir gefällt alles und wir sehen uns bald wieder.